Ein Tiny House zu bauen ist eine Herausforderung. Neben handwerklichem Geschick ist auch eine ganze Menge Planungsgeist und innenarchitektonisches Verständnis gefragt, um aus diesem kleinen Raum später ein richtiges Zuhause zu machen. Ich habe das alles ja nun schon hinter mir und deshalb gibt es heute die wichtigsten Dinge, die man nicht tun sollte, wenn man ein Tiny House baut. Fehler beim Mini-Hausbau, los geht's! Erstens, zu wenige Fenster. Ein Tiny House hat eine sehr kleine Grundfläche. Wie man schnell feststellt, wenn man ein Zimmer umräumt, ist es wichtig, genügend freie Wandfläche zu haben, die nicht von Fenstern unterbrochen wird. Nur hier kann man dann Schränke stellen, Regale hängen oder eben auch mal ein Bild anbringen. Da im Tiny House die verfügbare Fläche auch noch von der Haustür unterbrochen wird, will man mit den Fenstern vielleicht ein bisschen sparen, zumal sie meistens viel Gewicht ins Haus reinbringen und nicht unerheblich viel kosten. Aber Obacht, auch so ein kleiner Raum, ich würde sogar sagen gerade so ein kleiner Raum, kann schnell sehr dunkel wirken, wenn man an den natürlichen Lichtquellen spart. Ich habe unten 3 und oben 4 Fenster plus ein winziges noch im Bad und es könnte im Winter ruhig noch ein bisschen mehr Licht sein. Hier also lieber nicht zu knapp planen. Zweitens, zu viele Fenster. Umgekehrt kann man es mit den Lichtquellen auch ganz schön übertreiben. Nicht nur wird dann wie oben beschrieben der Wandplatz knapp und das Haus immer schwerer, es ist auch in einem so schmalen Haus irgendwann die Frage, ob man zwischen den geöffneten Fensterflügeln überhaupt noch durchgehen kann. Außerdem ist so ein Tiny House je nach Standort ziemlich einsichtig, da man ja im Erdgeschoss wohnt. Wenn man überall Fenster hat, wird es irgendwann schwierig mit der Privatsphäre. Ich bin deshalb zum Beispiel froh, dass ich mich gegen das romantisch wirkende Fenster direkt hier am Bett entschieden habe. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass das eine wunderbare Kältebrücke bildet und man also vielleicht im Schlaf anfängt zu frieren. Fenster lassen eben einfach nicht nur Licht durch, sondern eben auch Wärme. Drittens, zu dunkle Einrichtungen. Nicht nur fehlende Fenster machen ein Haus dunkel, auch die Inneneinrichtung trägt dazu bei. Ich habe nicht umsonst in meinen Möbeln wie auch an meiner Wand, an den Fenstern und überhaupt einen sehr hohen Weißanteil. Der Raum wirkt so größer und verschluckt das Licht nicht, wie es dunkle Farben tun. Ich weiß, dass viele ihr Tiny House am liebsten in Naturholz einrichten würden, inklusive der Wände. Für mich persönlich wäre das auf so einem kleinen Raum einfach zu unruhig und eben auch zu dunkel. Viertens, zu viele clevere Lösungen. Als Tiny House Besitzer ist man stolz auf seine Funktionsmöbel. Wow, gleichzeitig ein Tisch und ein Stuhl und Stauraum. In den Tiny House Gruppen auf Facebook wird manchmal mehr über Funktionsmöbel als über Tiny Houses diskutiert. Und ja, es ist sehr sinnvoll, auf dem begrenzten Platz einige Möbel mit mehreren Funktionen zu versehen. Meine Treppe ist zum Beispiel gleichzeitig der Papierkorb und ein Fach für den Sauger. Unter meinem Bett gibt es Stauraum und den Hocker hier, den kennt ihr ja schon. Aber man muss sich einfach im Vorhinein gut überlegen, ob man im Alltag wirklich gerne das Bett zur Couch umbaut, jeden Tag. Ich dachte am Anfang, ich klappe das Bett hoch und nutze die Kissen darunter dann als Sitzecke. Dafür muss ich aber die Bettwäsche wegräumen. Wohin? Das Bett hochwuchten und feststellen, Kissen auf den Kisten verteilen und sie verschieben. Mache ich das täglich? Nein. Gerade die Orte, an denen es gemütlich sein soll, sollten ohne große Umbauten erreichbar sein. Ich habe inzwischen ein gemütliches Wohnzimmer oben im Loft. Ich klappe das Bett hoch, wenn ich an den Stauraum muss, aber das ist eher einmal alle paar Wochen. Und dafür ist der Aufwand dann auch in Ordnung. Fünftens, zu viele Möbel. Ich weiß noch, wie ich am Anfang, wie wahrscheinlich viele Tiny House Enthusiasten, stundenlang vor virtuellen Raumplanern saß und mir überlegt habe, wo ich im Tiny House was platziere. Auf dem Papier sieht es komischerweise immer so aus, als würde das alles wunderbar passen, aber spätestens, wenn man den Rohbau fertig hat und mal drinnen steht, merkt man, dass so ein Raum mit Wänden drumherum dann doch nicht so groß ist. Ich kann zwar irgendwie in ein Tiny House auf 20 Quadratmeter genauso viele Möbel stellen wie in eine Wohnung mit 30 Quadratmetern, nur macht das Leben halt dann einfach keinen Spaß mehr. So ein Tiny House auf Rädern ist ja von Natur aus schmal, also macht es Sinn, Dinge nicht so weit in den Raum reinragen zu lassen. Man möchte sich auch noch zu zweit bewegen können, sauber machen können und ab und zu kommt mal ein großes Paket von DHL und das muss man auch irgendwo abstellen. Sprich, weniger ist hier mehr. Wie ich schon in anderen Videos gesagt habe, man sollte schon vor dem Bau des Hauses seine Prioritäten kennen und sich daran orientieren. Die übrigen Dinge, in meinem Fall zum Beispiel ein großer Esstisch mit Stühlen, müssen dann eben hinten anstehen. So vielseitig viele Tiny Häuser auch sind, auf 20 Quadratmetern kann man einfach nicht alles haben. Sechstens, zu wenig Praxisbezug. Pinterest und Instagram-Hashtags wie #DesignIdeas laden dazu ein, die verrücktesten Dinge auszuprobieren. Es lohnt sich aber immer noch mal kurz zu überlegen, was das konkret in der Umsetzung bedeutet und ob das sinnvoll ist. Das Leben besteht später eben nicht nur aus Optik, sondern auch aus Benutzung, Wartung und Reparatur. Und das kommt von jemandem, dem Optik im Haus sehr wichtig ist. Es ist toll, wenn man Leitungen unsichtbar verlegen kann.
Es ist nicht so toll, wenn man dafür später nicht mehr drankommt, wenn sie auslaufen. Es wäre eine prima Idee gewesen, das Bad ans andere Ende des Hauses zu packen. Es wäre nicht so gut, dafür 10 Meter mehr Wasserrohre verlegen zu müssen. Manche Dinge sind umsetzbar, aber einfach nicht sinnvoll. Ich habe das zum Glück irgendwann eingesehen. Man macht auch so noch genug Designfehler beim Bau, die sich dann später rächen. 7. Zu viel Ferienhaus. Vielleicht geht es euch wie mir und eure ersten Tiny House Videos waren auch Touren von Häusern aus den USA, nach denen man sich dachte, wow, da würde ich mir bestimmt vorkommen wie im Urlaub. Nicht nur schien man unendlich viel Platz da drin zu haben, es wirkte auch alles eher wie eine Ferienwohnung. Das liegt zum einen daran, dass die Anhänger in den USA andere Maße haben, also Obacht, wenn ihr Baupläne aus anderen Ländern kauft oder nachbauen wollt. Zum anderen fällt einem dann später auf, dass manche Dinge, die unser eins so hat, irgendwie gefehlt haben. Rohrläden, um das Haus abzusichern, abzudunkeln und nachts zu isolieren. Garderobe, wo man die dreckigen Schuhe mal ausziehen kann. Platz für schmutzige Wäsche, nasse Handtücher, fürs Wäschefalten und vielleicht auch für sowas wie einen Sauger. Man muss einfach aufpassen, dass man sein Tiny House nicht wie ein Ferienhaus konzipiert. Die Dinge, die man im Alltag eben doch braucht, sollte man einfach mit berücksichtigen. Von Außenlicht über Abtropfbrett bis zur Abzugshaube. Es gibt Dinge, die sind zwar unattraktiv, aber eben einfach nötig. Stichwort unattraktiv, das sind für die meisten Leute hier wahrscheinlich auch die hiesigen Bauvorschriften und so Dinge wie Statik, Bandaufbau und Co. Es lohnt sich aber hier im Vorhinein viel Zeit zu investieren und bei Fragen auch einen Experten hinzuzuziehen. Leider kann man nicht alles in der hiesigen Werkstatt so einfach lösen. Von Gewichtsverteilung auf dem Anhänger bis zur TÜV-Abnahme, man sollte einfach nicht an den falschen Stellen sparen, sonst wird's nichts mit dem Traum-Tiny House. Was mein Haus betrifft, hatte ich dafür, dass es mein erstes Bauprojekt war, ziemlich viel Glück. Größere Reue habe ich eigentlich bei keiner meiner Komponenten. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich von Anfang an beim Bau mit dabei war. Wenn man selbst baut und es dann eben eine Weile dauert, bis alles fertig ist, hat man zwischendurch manchmal noch Zeit, drohendes Unheil abzuwenden. Das war's mit den wichtigsten und hoffentlich vermeidbaren Fehlern beim Bau des eigenen Tiny Houses. Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus mitnehmen. Wenn ihr selber gerade dabei seid, ein eigenes Tiny House zu planen oder zu bauen, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, denn es interessiert mich immer, wer sich sonst noch auf diese große Reise wagt. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns am nächsten oder am übernächsten Samstag um 18 Uhr wieder zu einem neuen Video. Bis dahin eine schöne Zeit, frohes Schaffen und ich sage wie immer, ciao.